Na, Danny, alles fit im Schritt? Hä? Was? So unter uns. Das gerade eben hast du nicht gesehen. Was denn? Egal. Wie läuft's hier am Set? Kommt ihr voran? Ja, wenn man die billigen Requisiten, die 2 kaputten Kameras und die genervten Schauspieler ausblendet, dann kann man schon fast von einem erfolgreichen Drehtag sprechen. Ja nun, es muss doch nur noch für 2 Produktionen reichen. Dann ist das fehlende Geld bestimmt wieder da. Wenn du das sagst. Also das geht ja mal gar nicht hier, wie das läuft. Ey, ist doch alles scheiße. Die Produktionen waren auch schon mal besser. Solange wir vernünftig bezahlt werden, ist mir das echt scheißegal, wie die Leitung sich das hier vorstellt. So, ab an die Arbeit! Hey, Maxi. Hi Helen, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich suche Marlon. Marlon habe ich heute noch nicht gesehen. Worum geht es denn? Naja, wir haben sozusagen ein paar finanzielle Schwierigkeiten und wir dachten, dass ihr uns ein wenig unterstützen könntet. Oh, also wir haben auch irgendwie Geldprobleme. Wir müssen so bei ziemlich allen Filmprojekten sparen. Ich will ja nichts sagen, aber wann hast du das letzte Mal von unserem Projekt Holzmann gehört? Und trotzdem konntet ihr euch einen Panzer leisten. Ja, frag das mal lieber unseren Finanzbeauftragten Chaotic, wie das wohl möglich sein konnte. Oh, Servus. Marlon, ich komme gleich zur Sache. Wir haben ein Problem. Ich spreche nicht von einem kleinen Problem wie das neulich mit der Abrissbirne. Wir haben ein wirklich ernsthaftes Problem. Also wirklich ein ernstzunehmendes, immenses, wirklich Problem. Ja, und das wäre? Nun, wie soll ich es am besten sagen? Wir sind sozusagen blank. Das ganze Kapital ist weg. Wir gehen insolvent. Ach, nachdem wir die nächsten Projekte veröffentlicht haben, ist das Geld bestimmt wieder ganz schnell da. Nee, diesmal nicht. Komm, guck mal hier. Lass mal sehen. Oh, fuck. Oh, hey Kai, was machst du denn hier? Hi. Ich wollte dich eigentlich fragen. Wie bitte? Ich wollte dich fragen, ob ich dich auf ein Eis einladen dürfte. Ein Eis? Ja, oder eine Pizza. Schokolade. Wir können auch auf den Spielplatz. Nee, danke, schon okay. Versprich mir bitte eins, Lo. Sagt Felix nichts davon. Das bleibt unter uns. Wenn einer davon Wind kriegt... Nee, ich hab's nur Maxi so erzählt. Das bleibt natürlich teamintern. Okay, gut. Dann bin ich ja beruhigt. Ach Mist! Ich wollte hier noch was drucken. Der Kopierer oben ist seit letzter Woche kaputt. Dann lass uns mal nach unten gehen. War der Kopierer unten nicht auch kaputt? Marlon, ich glaube, wir sollten reden. Klar, was gibt's? bevor wir über unsere Geldprobleme reden, wer hat das Graffiti überhaupt an unser Büro gesprüht?
Und wer von uns zahlt die ganze Farbe? Ja, wer das war, weiß ich auch nicht so genau, aber ich vermute mal Chaotic. Deshalb muss er auch unten das ganze Graffiti-Zeug übermalen. Moment mal. Dass ich das richtig verstehe. Ihr habt Chaotic zum Kaffee holen geschickt. Dabei wurde er von einer Abrissbiene getroffen, was ihn wütend gemacht hat. Als Helen und ich das Weihnachtsdrehbuch dann von euch klauen wollten, haben wir ihn durchs halbe Büro geschickt. Als das mit dem Drehbuch dann rauskam, wurde er sauer und hat ein MCU-Graffiti an unser Büro gesprüht, woraufhin wir mit Paintball-Guns die Wände eures Büros ruiniert haben, die er wiederum gechiselt hat, was ihn natürlich noch wütender gemacht hat. Deswegen hat er sich vom MCU-Geld ein Panzer gekauft, um ein Loch in unser Gebäude zu sprengen. Durch die Reparaturkosten haben wir jetzt finanzielle Schwierigkeiten und müssen euch um Hilfe fragen, nur um dann zu erfahren, dass ihr durch den Panzer auch Geldprobleme habt? Ist das richtig oder verstehe ich was falsch? Woher wisst ihr das denn jetzt? Naja, ist ja auch egal. Und wie geht's jetzt weiter? Ich hätte da einen Vorschlag. Also, wir könnten... Habe ich was verpasst? Ja, Florian, fahre fort. Ich? Völlig egal wer. Wir brauchen jetzt Vorschläge, wie wir an Geld kommen. Ja, also, wir müssen in dieser Angelegenheit auf jeden Fall zusammenarbeiten. So haben wir die besten Chancen, unsere Büros nicht zu verlieren. Deshalb schlage ich jetzt einfach mal vor, dass wir erstmal alle unnötigen Dinge verkaufen, die wir sowieso nicht mehr brauchen. So die alten Kameras und Mikros und so weiter, du weißt schon. Ja, oder wir gehen ins Casino und versuchen aus dem restlichen Geld so viel rauszuholen wie möglich. Marlon hat doch diesen viel zu teuren Audi, mit dem er immer rumfährt. Den könnten wir ja nehmen. Bitte was? Das ist mein Privatfahrzeug, nicht mein Firmenwagen. Das könnt ihr nicht machen. Also ich finde den Vorschlag ganz gut. Alles klar. Ich suche da mal im Marlons Büro nach dem Schlüssel. Warte. Ach du Scheiße. Ah! Was machst du da? Psst. Du verjagst sie noch. Wen denn? Sie können nicht weit sein. Sie sind ganz nah. Okay, dann viel Glück. Wo seid ihr? Oh, hi. So eine verdammte Scheiße, dieser kackverdammte Automat spuckt doch jetzt meine Cola aus, Mann. Ich mach dir gleich so einen Schrottwürfel, wenn du mir nicht sofort meine Cola gibst, Mann. Da bereits zu diesem Zeitpunkt ein eklatant hoher Geldmangel vorliegt, wurde für die nachfolgende Szene kein adäquater Übergang gefunden. Wir bitten dies zu entschuldigen. Ich kann kaum glauben, dass wir das alles bald nicht mehr haben werden. Mann, ich kann's einfach nicht glauben. Ich dachte immer, Marlon kann gut mit Geld umgehen. Maxi, hast du Florian irgendwo gesehen? Marlon? Flo, wo seid ihr gerade? Beim Casino. Wir versuchen ein bisschen Geld aufzutreiben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Habt ihr denn wenigstens mal kleine Beträge gesetzt? Ja, klar. Flo? Ey, so scheiße lief's gar nicht. Nun, habt ihr denn wenigstens was gewonnen? Ja, also... All in! Wir haben alles verloren. Das ist jetzt nicht euer verdammter Ernst. Boah, zum Glück habe ich mein Audi noch als Wertanlage. Also was das angeht... Ich habe die Schlüssel hier. Ihr könnt sie nicht haben. Helen hat die Schlüssel ausgetauscht. Viel Spaß mit deinem neuen Ford Fiesta. Bitte was? Florian! Wenn ich dich erwische, das bedeutet wohl Krieg. Nee.
Also wirklich nicht, Marlon. Wir haben schon mehr als genug Geld daran verloren. Was weißt du denn schon, Maxi? Sag mal, wir haben gerade mein Auge versetzt. Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Wir machen es jetzt kurz. Es klingt erstmal schlimmer als es ist, aber es ist auch schlimmer als es klingt. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind pleite. Ich hab's doch gewusst, Mann. Die Lage ist ernst. Wir werden diesen Monat finanziell nicht mehr durchhalten. Habe ich was verpasst? Marlon und Florian sprechen sich gerade in diesem Moment ab, um eine Lösung für dieses Desaster zu finden. Jo, wir müssen mal über... Wer ist denn das? Ich will doch nur Eis. Muss ich verstehen, was hier vor sich geht? Wir vermieten wohl seit neuesten Räumen an Hippies. Was? Egal. Wir müssen darüber reden, wie es jetzt weitergeht. Ach gut, ich dachte schon, du willst über dein Auto reden. Nein, das ist jetzt wichtiger. Wir werden diesen Monat wahrscheinlich nicht mehr durchhalten. So schlimm? Ja, es ist ernst. Und wie geht's jetzt weiter? Wir werden nun bald unser Büro an die Stadt verkaufen müssen. Können wir so lange bei euch unterkommen? Nun ja, also, wenn es gut läuft, haben wir selbst noch 1 bis 2 Wochen. Und da saßen sie nun, ohne Geld im Regen. Eine Unterschrift genügte, um das Gebäude zu verkaufen und ihre Schulden zu begleichen. Sie hatten keine Perspektiven, keine Hoffnung mehr. Sie müssten hier einmal unterschreiben, bitte. Und was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Aber uns wird schon was einfallen. Uns ist immer etwas eingefallen.